So, willkommen zusammen. Herzlich willkommen zur Vorstellung unseres neuen Spielers, Lucas Vázquez. Wir machen das ganz entspannt heute auf Spanisch mit simultaner Übersetzung. Ihr könnt eure Fragen also auf Deutsch stellen. Lukas, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen erstmal. Du hast schon 2 Tage jetzt mit dem Team trainiert. Wie waren deine ersten Erfahrungen mit so viel Erfahrung, wie du sie hast? Wie waren deine ersten Eindrücke hier von Leverkusen? Und was war deine Hauptmotivation, zu uns zu kommen? Hola, hola a todos. Para mí Hallo an alle. es un Für mich gran ist placer es estar aquí. Estoy eine con Riesenfreude, hier zu muchísimas ganas. sein. Estoy también Ich muy habe sehr agradecido viel por, Lust. Ich bin por sehr todas las dankbar muestras de cariño que he für all recibido die desde el primer momento herzlichen Zeichen, al die ich llegar. bekommen habe, als ich Y angekommen bueno, bin. la motivación Die que tengo por venir Motivation es de intentar ist, ayudar ich al möchte club, al hier equipo gerne a helfen, hacer un gran die año, Mannschaft, dass que wir creo ein que gutes tenemos Jahr zusammen una schaffen. muy buena Ich plantilla, un gran glaube, equipo wir que haben podemos eine hacer sehr grandes cosas gute y Mannschaft. Wir lucharemos können por vieles todo. erreichen und Großes schaffen. Wir werden viel kämpfen. Dankeschön. Patrick Scherer bitte vom Kölner Stadtanzeiger. Ja, hi Lukas. Bei dem letzten Punkt anschließend mit der Motivation, mit welchen Punkten konnte denn vor allem Simon Rolfes dich auch überzeugen, hierher zu kommen? Also was hat er dir skizziert, was der Weg für Bayer 04 ist? Bueno, la conversación fue muy buena. Gespräche Creo waren que desde sehr el primer gut. momento Vom me ersten mostraron Augenblick an haben sie mir sus ganas de que gezeigt, viniera dass sie Lust hatten, aquí, dass de ich que hierher pudiera komme, dass ich venir a ayudar dass al ich equipo a hierher intentar komme, zu transmitir un helfen, poco dass ich ein bisschen vermitteln kann, mi trabajo, mi meine filosofía de trabajo, Arbeit, un poco meine Philosophie, ayudar zu a todos a helfen, intentar alle helfen, hacer dass wir zusammen un gran año, ein porque großes Jahr me dijo schaffen, que el weil equipo hat mir era un equipo gesagt, muy dass die bueno, un Mannschaft equipo eine sehr gute joven, que Mannschaft también ist, eine pues, junge jugadores un poco Mannschaft, más veteranos como yo podíamos dass aportar mucho vielleicht e erfahrene intentar Spieler so ayudar wie a ich todos los könnten wir jóvenes ein bisschen a unterstützen, construir diese algo muy junge bueno. Spieler, dass wir zusammen was Großes aufbauen. Marlon Ilbacher bitte von Sky. Ja, hallo Lukas. Das heißt, dass Dani Carvajal, Xabi Alonso und auch Toni Kroos dir dazu geraten haben, hierher zu kommen. Die erste Frage, stimmt das? Und wenn ja, was haben sie dir so von Bayer Leverkusen erzählt? Sí, sí, la verdad que hablé Ja, con los klar, tres. ich habe Los natürlich tres me mit dijeron allen que 3 era gesprochen. Alle una 3 buenísima haben opción gesagt, es ist eine sehr gute para Option. mí, que era un Für sitio muy mich, recomendable, dass que es era ein un Ort club muy ist, der sehr familiar, un club que me iban a empfehlenswert tratar ist, muy ein bien sehr desde el primer día, familienorientiertes que era Verein, dass es un muy buen paso en mi ein sehr carrera y que por guter supuesto no Schritt in tuviera meiner dudas Karriere en sein venir kann aquí. und dass ich Y la nicht verdad que zweifeln sollte, ahora hierher zu mismo pues kommen. todo lo que Und estoy jetzt auch sintiendo, todo lo que alles, was estoy ich fühle, notando was es ich sin duda merke, lo que ellos me han dicho. ohne Frage ist es das, was Sie mir gesagt haben. Axel Hesse bitte von der Sportbild. Hallo erstmal. Du hast gerade gesagt, du hast vor, hier eine große Saison zu spielen. Was bedeutet für dich eine große Saison bei Real Madrid? Du hast 5-mal die Champions League gewonnen, es war normal, Meister zu werden. Was ist für dich bei Bayer Leverkusen eine große Saison? Pues creo que está Ich claro, ¿no? Creo que glaube, es ist klar, el club, dass el equipo lo que quiere die es Mannschaft, hacer der Club un buen fútbol, hacer möchte gutes muchas Fußball victorias. spielen, viele Siege Está claro erreichen. que Es ist klar, dass conseguir das ganar la Champions es muy Erreichen complicado, des pero Sieges bei aquí der en Alemania Champions pues sehr vamos a intentar kompliziert luchar ist, aber por todos hier los in títulos Deutschland hacer un können gran wir papel mit en todas las Sicherheit competiciones. kämpfen Creo que alle también, Titel. aparte In alle de Wettbewerbe conseguir können wir esos gut objetivos dastehen. como son los títulos, también creo que Also Titel zu hacer un erreichen buen ist fútbol, creo que hacer natürlich un buen unser espectáculo Ziel, para que gutes la Fußball gente zu vea de lo que spielen es und eine capaz este gute Leverkusen. Show zu machen, damit die Leute sehen können, was Leverkusen fähig ist, in der Lage umzusetzen. Manfred Sedelbauer dann bitte von Sport 1. Hallo Lukas, es war klar, dass für Sie ab Sommer ein neues Kapitel beginnt. Jetzt ist Leverkusen. Können Sie mal uns mitnehmen, wann da der erste Kontakt zustande kam und was so Ihre ersten Gedanken dabei waren? Danke. Bueno, Also, fue es en mitad del war verano la mitten im primera vez que Sommer hablamos. das erste Era Mal, dass wir un miteinander contacto muy, gesprochen haben. muy Es ligero y demás. war Y sí que eine es verdad que sehr la última spontane, semana sehr spontane se hizo todo Gespräche. mucho más In intenso. den Creo que letzten Wochen wurde entre alles las viel dos partes pues, intensiver valoramos todo und mucho más. wir Vimos haben la sehr manera de geschätzt, darle was forma a
gelaufen ist. Dann haben wir die Option gesehen. Wir wollten dieses Projekt nach vorne bringen und ich glaube, es ist für beide Seiten was Gutes dabei rausgekommen. Ja, Lukas, mich würde mal interessieren, wenn man so lange in Spanien spielt, wie sieht man von da die Bundesliga und war es auch in deinem Karriereplan vielleicht verankert, dass du gesagt hast, ja, die Bundesliga, die würde mich irgendwann mal interessieren, weil es gibt ja auch die Premier League oder andere sehr interessante Ligen, die vielleicht auch in Frage gekommen wären. Bueno, yo soy un amante del fútbol. Ich liebe Desde siempre he Fußball visto, seit immer muchísimos und partidos. Me encanta ich ver habe sehr, sehr viele Spiele todas las ligas gesehen. europeas. Ich schaue mir alle europäischen Ligen, ich Una vez que verfolge sie. terminó mi etapa en el Real Madrid Aber tenía als claro meine que Zeit in Madrid zu quería Ende war, seguir es war compitiendo mir al klar, dass máximo ich nivel. Estaba weiterhin abierto auf a hohem muchas Niveau opciones im y creo Wettbewerb que bleiben wollte. Ich war sehr offen he für viele encontrado una Optionen muy buena opción para und mí, ich para mi glaube, familia y ich habe eine ya sehr te gute digo, lo que Option me für hace mich und für muy meine motivado Familie por gefunden venir und was aquí, ich por schon jugar en gesagt la habe, Bundesliga, que ich es bin una sehr de las grandes ligas motiviert, hier in der Europa. Bundesliga zu spielen, eine der großen Por Ligen in supuesto estoy con Europa muchas ganas de dar el und wir máximo. haben sehr viel Lust, das Beste zu geben. Kölner Stadtanzeiger. Ja, du hast bei Real Madrid gespielt, einem der ambitioniertesten und erfolgreichsten Clubs der Welt. Du weißt also, wie Siegen geht. Was sind für dich die Faktoren für eine erfolgreiche Fußballmannschaft? Was sind die Schlüsselfaktoren? Bueno, creo que el Ich gran secreto que glaube, hemos tenido dass unser en esta etapa creo que ha Geheimnis sido in dieser el Zeit bei equipo, creo Real que ha sido Madrid que war, éramos un in der grupo muy unido en el Mannschaft war, que dass todos wir sehr eng íbamos en la misma dirección. zusammengearbeitet haben. Wir haben Creo dieselben que Ziele verfolgt in los derselben éxitos Richtung. siempre lo consiguen Der los Erfolg equipos y no wird las estrellas. erreicht Y durch creo eine que, Mannschaft bueno, und que nicht creo que durch aquí hay bestimmte un Stars. grandísimo equipo que Und hier y haben todos wir vamos en ein la großes misma Team. dirección. Wenn wir alle Disfrutaremos mucho in de dieselbe esta Richtung temporada. laufen, werden wir diese Saison sehr genießen können. Manfred Sedelbauer nochmal, Sport 1. Auf was freuen Sie sich denn am meisten in der kommenden Saison? Gibt es da irgendein Stadion, irgendeinen Verein, irgendeinen Gegenspieler, auf den Sie sich besonders freuen? Bueno, creo que hay muchas cosas, muchos Also es alicientes gibt en viele esta Motivations-, temporada. viele Creo que Aspekte, el die poder in jugar dieser delante Saison de nuestros fans, que es, dass lo wir que- vor lo que he unseren podido ver Fans es spielen algo, können, ist mit muy- Sicherheit muy bueno. etwas Creo que hay sehr mucho ambiente Gutes. también Es gibt en eine todos los tolle campos de la Atmosphäre, Bundesliga, auch in todo lo anderen que he podido ver. Stadien, Y von ya dem, te was digo, ich estoy sehen konnte. con muchas ganas de Und poder ich habe disfrutar sehr de viel todo el Lust, fútbol dass alemán. ich alles im deutschen Fußball Stefan genießen Klemmmann kann. bitte von der Frankfurter Rundschau. Ja, hier, hallo. Ah, okay. Hola. Die Frage ist, in der Bundesliga kommt ja vieles auf Sie zu, jetzt auch ein großer Umbruch in Leverkusen. Hatten Sie das bei Real Madrid auch schon so etwas erlebt, in dieser großen Form? ¿En qué sentido? ¿Cosas distintas? Perdona. Me refiero a qué se refería exactamente. Was haben Sie genau gemeint? El cambio, ¿no? Ok, ok, sorry. Sí, siempre en Ja, el fútbol, immer im en los Fußball. clubes siempre hay cambios In de den ciclos, siempre hay cambios Vereinen de gibt es jugadores, Veränderungen jugadores que in vienen, jugadores que se den van, entrenadores que Mannschaften, vienen, Spieler, die entrenadores que se kommen, van. Spieler, die Y creo que al gehen, final Trainer, die kommen, lo más Trainer, die importante gehen. es Und das poco a poco ir Allerwichtigste construyendo ist, ese equipo. dass Creo wir que peu à peu los das comienzos aufbauen, siempre dass eine son Mannschaft más aufbauen können. difíciles, pero Jeder poco a poco, Anfang ist schwer, con aber victorias, la mit confianza de Siegen, todos das irá subiendo Vertrauen y wird conseguiremos immer dar größer und muy wir buena werden es versión. schaffen, ein gutes Ziel zu erreichen. Stefan Knox bitte vom Kicker. Hallo Lukas, in La Liga wird ein anderer Fußball gespielt als in der Bundesliga. Gibt es etwas, worauf du dich in der Bundesliga sagst, das ist was Besonderes? Und gibt es auch Dinge in der Bundesliga, wo du sagst, da habe ich Respekt davor, weil es anders ist als in Spanien? Das kann mich anders fordern. Bueno, creo que la Also, Bundesliga ich es una liga glaube, dass die más fuerte Bundesliga físicamente que la eine española. körperliche, viel Creo que hay stärkere Liga ist als die muchos spanische. rivales de mucho nivel. Es Creo gibt que, sehr viele los Mannschaften, partidos fuera de casa die también von son, sehr hohem muy Niveau duros. sind. Die Pero, Spiele ya te digo, auswärts para mí sind es sehr una hart, motivación muy grande aber el für venir mich ist aquí, es el eine poder sehr enfrentarme a große nuevos retos. Motivation, Estoy, hierher zu con kommen, muchísimas neue ganas de Herausforderungen empezar zu bekommen. Ich y habe vivir sehr viel al Lust zu máximo. starten und das möchte ich Philipp Ahrens bitte bis von der Bildzeit. zum Ende genießen.
Ja, hola Lukas. Man hat gesehen bei einem Video, das der Verein am Dienstag gezeigt hat von deiner Ankunft, da hast du unten die ersten Spieler kennengelernt. Da ist Patrick Schick auf dich zugekommen und hat zweimal gesagt, thank you for being here. Das war sehr beeindruckend, weil er wahrscheinlich auch weiß, dass du ein Spieler bist, der viel Erfahrung in diesen Verein bringt. Wie hast du diese Begrüßung aufgefasst? Ja, das ist wahr. Er hat es mir gesagt. Es war sehr gut für mich. Ich komme hier, um zu unterstützen und zu helfen mit meinen Fähigkeiten, um versuchen zu erreichen, dass wir ein gutes Fußball spielen. Und ich versuche, das Beste zu geben. Und das Willkommen von Patrick, aber auch von allen anderen Spielern war wunderbar. Und ich hoffe, dass ich bald auf dem Spielfeld zusammenstehe. Ja, ich habe eine Frage neben dem Fußballplatz, und zwar, wenn man so lange in einem Land Fußball gespielt hat und dann kommt man nach Deutschland, wir wissen alle, in Spanien ist meistens besseres Wetter als in Deutschland, das Essen ist vielleicht auch ein bisschen anders. Was weißt du schon so über Deutschland und worauf freust du dich privat vielleicht auch? Ich glaube, das ist auch ein Abenteuer, das ist eine Herausforderung für mich, für meine Familie. Wir haben sehr viel Lust, die Kultur kennenzulernen, die deutsche Kultur und peu à peu zu lernen, was uns hier in Deutschland erwartet. Ja, hallo Lukas. Ein wichtiger Faktor ist ja auch der Trainer Erik ten Hag, mit dem sicher Gespräche stattgefunden haben. Was waren denn das für Gespräche? Was erwartet der Trainer von Ihnen? Ja, ich habe mit ihm schon sprechen können und das ist auch für mich eine sehr große Motivation, einen Trainer wie ihn zu haben. Alles war positiv, alles war gut und ich habe schon gesagt, jetzt peu à peu versuche ich, mich so schnell wie möglich anzupassen an die Mannschaft, an die neue Art zu spielen für mich und peu à peu schauen wir, wie sich das alles entwickelt. Das Gespräch war privat, ich kann natürlich nicht das erwähnen. Wie fit bist du denn schon? Also bist du so fit, dass du am Wochenende schon spielen könntest oder dauert es noch ein bisschen? Wie fühlst du dich und was glaubst du, für wie viele Minuten hast du schon Power? Also, Fußball ist ein Spiel, eine Sportart. Um 100% zu sein, musst du mit den Spielern trainieren, musst du Spiele spielen. Ich habe viel trainiert natürlich, ich bin sehr gut in Form, aber ich glaube, meine Mannschaftskollegen sind besser als ich zurzeit jetzt körperlich. Und peu à peu werde ich mich verbessern, ich werde ankommen. Und wenn der Trainer entscheidet, wann ich komme, dann werde ich da sein, zur Verfügung zu stehen. Rheinische Post, bitte. Ja, hallo Lukas, du hast vorhin gesagt, dass du den Fußball liebst, schon immer. Was fasziniert dich so am Fußball? Ich glaube, es ist eine Sportart, fantastisch, wunderbar, bringt viel Freude für so viele Leute. Es ist die Sportart, die ich weiß es nicht, seitdem ich 4, 5 Jahre alt bin und ich habe das große Glück, dass es meine Beschäftigung ist und deswegen sage ich, dass alles, was um den Fußball drumherum steht, ist sehr schön. Lukas, in der vergangenen Saison bei Real Madrid hast du oft für Carvajal rechter Verteidiger spielen müssen. Du bist eigentlich eher ein offensiverer Spieler. Wo siehst du dich am besten auf dem Spielfeld und was ist deine ideale Rolle? Also ich glaube, im Laufe meiner Laufbahn habe ich auf verschiedene Positionen gespielt. Ich habe rechts gespielt, weiter oben, ganz einfach außen, aber ich habe mich sehr gut adaptiert für die Position außen. Ich habe sehr gut gespielt dort und ich fühle mich sehr wohl. Also mal schauen, was der Trainer von mir erwartet und ich werde das Beste versuchen zu bringen, egal welche Position. Lukas, einer der spannendsten Tage im Jahr für uns, für euch, ist die Champions-League-Auslosung. Die findet heute statt. Was würde es in dir auslösen, wenn da heute Real Madrid in einer Gruppe mit euch gezogen wird?
Wir erwarten das sehr, also um zu sehen, wer unsere Gegner sind. Aber es wäre für mich auch eine große Motivation, wenn ich gegen meine Ex-Mannschaftsspieler spielen könnte. Es wäre kompliziert natürlich, aber es wäre sehr motivierend. Eine große Herausforderung. Alexander Wolf, bitte, Kölnische Rundschau. Wir haben ja eben schon über Toni Kroos gesprochen. Der hat dir bei Social Media den Ball zugespielt, meinte, dass er sich freut, wenn du Deutsch sprichst. Gibt es da schon erste Worte? Nein, das ist noch ein bisschen schwer. Die Herausforderung nehme ich an. Ich werde Schritt für Schritt gehen und dann würde ihn was sagen, dass er still bleiben kann. Bei dem Thema Sprache möchte ich anknüpfen. Du sprichst Spanisch, klar, aber auf dem Platz sprichst du auch gut Englisch, um da kommunizieren zu können, weil du bist ja auch als Führungsspieler, als erfahrener Spieler gefragt, auch zu kommunizieren. In welcher Sprache kannst du das machen? Ja, ich werde dann in Englisch sprechen, mich austauschen. Es gibt viele Spieler, die Spanisch sprechen. Zwischen Englisch und Spanisch wird das Einfache für mich sein und so, dass sie mich auch verstehen können. Patrick Scherer, bitte, Kölner Stadtanzeiger. Xabi Alonso, jetzt Trainer bei Real Madrid, war ja hier Vorgänger von Erik ten Hag. Hast du Bayer Leverkusen und seinen Weg hier in den letzten Jahren verfolgt und wie hast du da drauf geguckt auf Bayer 04 in den Jahren? Selbstverständlich habe ich das verfolgt. Es war eine Phase mit sehr viel Erfolg für Leverkusen. Für Xabi war es im Persönlichen auch eine sehr gute Zeit. Es war sehr wichtig, Titel zu bekommen. Er hat also sehr viel Anerkennung für diesen Verein bekommen, weltweit, kann man sagen. Axel Hesse, bitte, von der Sportbild. Xabi Alonso hatte nicht nur sportlich eine gute Zeit, sondern auch privat mit seiner Familie. Du bringst auch 3 Kinder mit. Habt ihr darüber gesprochen, wie gut man hier leben kann, auch wie frei man sich bewegen kann, ohne ständig angesprochen zu werden? War das ein Thema? Ja, das hat er erwähnt. Er hat gesagt, dass es wird eine sehr gute Erfahrung sein im Persönlichen. Wir werden uns sehr wohlfühlen. Das ist eine andere Art, es ist eine andere Kultur als die spanische, aber wir werden uns sehr gut anpassen können, weil die Leute sind sehr respektvoll und ich habe es schon vorhin gesagt, wir wünschen uns sehr, die deutsche Kultur kennenzulernen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann sind wir, glaube ich, für heute durch und sehen uns morgen schon wieder bei der nächsten Pressekonferenz mit dem Trainer. Bis dann. Tschüss. Okay. Danke, Lukas. Ja.